In diesem Video zeige ich dir 4 einfache Möglichkeiten, eine Fernbedienung selbst zu reparieren, bei der einzelne Tasten nur noch schlecht oder gar nicht mehr reagieren. So auch bei meiner TV-Fernbedienung, deren Power-Taste lediglich sporadisch funktioniert und die Lauter-Taste gar keine Reaktion mehr zeigt. Überprüfen lässt sich dies übrigens nicht nur mit dem Fernseher bzw. Empfangsgerät selbst, sondern auch mit Hilfe der Smartphone-Kamera. Beim Drücken einer Taste sollte durch die Kamera das aufleuchtende Infrarot-LED sichtbar sein. Bleibt es hingegen, wie hier zu sehen, aus, ist die gedrückte Taste defekt. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich jedoch einen speziellen Infrarottester verwenden, der mir während der Aufnahme eine einfache Handhabung erlaubt. Der schwierigste Teil der Reparatur kommt gleich zu Beginn, nämlich das Gehäuse der Fernbedienung möglichst beschädigungsfrei zu öffnen. Die meisten Modelle sind heutzutage geklippt. Bei meiner Sony-Fernbedienung ist das nicht anders. Zusätzlich befinden sich noch 2 Schrauben im Batteriefach, mit denen ich nach Entnahme der Batterien auch direkt anfange. Dann fahre ich mit einem dünnen Werkzeug zwischen die beiden Gehäusehälften und versuche, die Clips ringsum zu lösen. Das geht mit einem gewöhnlichen Schlitzschraubendreher oder besser noch mit einem solchen Kunststoffplektrum, da ist das Gehäuse nicht so schnell beschädigt. Neben den iFixit Opening Pick leistet mir übrigens auch das iFixit Hebelwerkzeug und der iFixit Jimmy beim Öffnen immer wieder gute Dienste. Das in der Videobeschreibung verlinkte Set habe ich mir vor Jahren selbst gekauft und kann es wirklich nur empfehlen. Nachdem beide Gehäusehälften getrennt sind, widme ich mich zunächst der Platine. Mit einem Mikrofasertuch und 99%igen Isopropanol reinige ich die Kontaktfläche. Alternativ bietet sich dazu auch ein Einwegbrillenputztuch an. Bei der Reinigung lege ich besonderes Augenmerk auf die beiden Kontakte für die defekte Power- und Lauter-Taste. Das Ganze würde ich nun auch mit der Rückseite der Gummitastatur wiederholen. Da die Fernbedienung ohnehin schon zerlegt ist, nutze ich die Gunst der Stunde und gönne der Gummimatte mitsamt Gehäuse ein warmes Wasserbad. Die Platine bzw. Elektronik bleibt dabei natürlich im Trockenen. Sobald die Tastatur wieder getrocknet ist, teste ich die beiden Tasten auf ihre Funktion. Die Matte kann dazu im ausgebauten Zustand einfach auf die Platine gelegt werden, ohne dass das Gehäuse erst zusammengebaut werden muss. Doch leider hat die Reinigung keine Verbesserung gebracht. Das ließ aber das vergleichsweise saubere Tuch im Vorfeld schon vermuten. Das Problem wird an der Tastaturmatte bzw. dem eigentlich leitfähigen Gummipad auf der Unterseite liegen. Dieses kann mit der Zeit abnutzen und an Leitfähigkeit verlieren. Und das ist über die Jahre offensichtlich auch bei meiner Fernbedienung passiert, zumal es 2 oft von mir betätigte Tasten betrifft. Ein beliebter Trick ist es, die Leitfähigkeit des Pads mit einem Bleistift wiederherzustellen. Dazu wird einfach mit der Stiftspitze eine dünne Graphitschicht aufgetragen. Diese ist leitfähig und löst das Problem. Leider jedoch nur kurzzeitig, denn nach spätestens ein paar Wochen ist auch diese Schicht wieder abgetragen. Professioneller sind solche Ersatz-Keypads, die es schon für ganz kleines Geld gibt. Sie werden an entsprechender Stelle auf die Gummitastatur geklebt. Ein geeigneter Gummikleber lag meinem Set bei. Bevor ein neues Pad aufgeklebt wird, muss jedoch zunächst das alte mit einer scharfen Klinge entfernt werden. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, um nicht versehentlich zu tief zu schneiden. Den Austausch demonstriere ich hier jedoch an einem anderen Modell, denn aufgrund der länglichen Tastenform meiner Sony-Fernsteuerung sind die Ersatz-Keypads leider nur bedingt geeignet. Und somit kommen wir zur vierten Möglichkeit, eine defekte Fernbedienungstaste zu reparieren. Und das Beste ist, sie ist nahezu kostenlos. Alles, was dazu benötigt wird, ist etwas Aluminiumfolie sowie ein flexibler Sekundenkleber. Für die Reparatur schneide ich mir ein passendes Stück Alufolie zurecht und klebe es direkt auf das alte Leiterpad der Gummitastatur. Bei runden Tastaturpads lässt sich dies übrigens mit einem Locher deutlich vereinfachen. Nachdem der Kleber vollständig ausgehärtet ist, baue ich die Fernbedienung wieder zusammen. Wie der Funktionstest am Fernseher zeigt, reagieren beide Tasten nun ohne Probleme.
Und damit habe ich dir gezeigt, wie du ganz einfach eine nicht funktionierende Fernbedienungstaste selbst reparieren kannst. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lass mich außerdem über die Kommentare wissen, mit welcher Fernbedienung genau du ein Problem hattest und welche der gezeigten Methoden dir geholfen hat.